Bei der Doppelseilanwendung des Megajoule werden beide Seile analog zur Einfachseilanwendung ins Gerät gelegt und in den Verschlusskarabiner eingehängt. Die Grundposition ist bei der Doppelseilanwendung ebenfalls die gleiche wie bei der Einfachseilanwendung. Beim Einsatz in der Halbseiltechnik, wenn also die Seilstränge abwechselnd eingehängt werden, kann beim Seilausgeben jeder Seilstrang einzeln bedient werden. Zum Nachsichern von einem einzelnen oder zwei getrennten Nachsteigern wird das Megajoule im Plattenmodus mit einem Verschlusskarabiner am Fixpunkt befestigt. Die Seile werden von der Drahtseite her durch die beiden Bremsschlitze gelegt, wobei das Seil, das zum Kletterer führt, oben liegt. Der Klemmkarabiner wird durch die Seilschlaufe, den Drahtbügel und die 4 nach unten laufenden Seilstränge gehängt und so gedreht, dass sich der geschlossene Karabinersteg auf der Oberseite des Geräts befindet. Karabiner mit einem möglichst runden Querschnitt reduzieren den Widerstand beim Seileinziehen. Bevor das Kommando zum Nachkommen gegeben wird, muss überprüft werden, dass sich das Seil einziehen lässt und in Richtung der Kletterer klemmt. Die Seile können dann parallel oder einzeln eingezogen werden, wobei die Bremshand immer beide Bremsseile umschlossen hält. Beim Sturz des Nachsteigers klemmt das Gerät die Seile ab. Der Nachsteiger kann aus einem abgeklemmten Gerät heraus abgelassen werden. Hierzu wird zunächst ein Bremsknoten in die freien Seilenden gelegt. Eine Bandschlinge wird mit einem zusätzlichen Karabiner in die dafür vorgesehene Öffnung am unteren Geräteende gehängt und im Aufhängepunkt des Geräts umgelenkt. Das andere Ende der Schlinge wird am Gurt des Sichernden befestigt. Bevor Last auf die Schlinge gegeben wird, muss das Seil unterhalb des Bremsknotens festgehalten werden. Sobald nun die Schlinge belastet wird, richtet sich das Megajoule im Karabiner auf, die Blockierung der Seile wird aufgehoben und der Nachsteiger kann über den Bremsknoten abgelassen werden. Wenn in Mehrseillängenrouten am Stand vom Körper gesichert wird, muss vor dem Aushängen der Selbstsicherung des Vorsteigers immer ein Dummy Runner, also eine Zwischensicherung, eingehängt sein. Auch beim Sichern vom Fixpunkt muss immer eine erste Umlenkung in ausreichend großem Abstand zum Gerät eingehängt sein, so dass das Gerät im Sturzfall nach oben gezogen werden kann, ohne die Zwischensicherung zu erreichen. Mit dem Megajoule kann auf zwei verschiedene Methoden abgeseilt werden. Im Blockiermodus müssen Seil, Karabiner und Körpergewicht gut aufeinander abgestimmt sein und es empfiehlt sich, dies vor Antritt der Tour in sicherer Umgebung zu testen. Zum Abseilen im Blockiermodus wird das Gerät mit beiden Seilen wie in der Anwendung beim Sichern eingehängt. Vor dem Aushängen der Selbstsicherung muss die Klemmwirkung des Geräts überprüft werden. Im manuellen Modus sollte zunächst ein Klemmknoten als Hintersicherung angebracht werden. Um zu verhindern, dass der Klemmknoten ins Bremsgerät gezogen wird, empfiehlt es sich, das Bremsgerät mit einer kurzen Schlinge oder vergleichbarem Material mit etwas Distanz zum Klettergurt anzubringen. Die Seile werden dann andersherum als beim Sichern, also mit dem Daumenbügel in Richtung der fixierten Seile eingelegt. Das Seil kann dann nur noch eingezogen werden, indem man das Gerät vom Karabiner entfernt hält. Auch in dieser Variante muss die Bremswirkung des Systems getestet werden, bevor die Selbstsicherung ausgehängt wird.